Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi Liam, wie geht es dir heute? Hi Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über etwas sehr Wichtiges sprechen, den Notruf. Das klingt ernst. Was meinst du mit Notruf? Der Notruf sind die Leute, die du anrufst, wenn es ein ernstes Problem gibt. Dazu gehören die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst. Ich verstehe. Kannst du mir mehr darüber erzählen, wann man sie anrufen sollte? Natürlich. Es gibt viele Situationen, in denen du den Notruf anrufen musst. Zum Beispiel, wenn es brennt, einen Autounfall gibt oder jemand sehr krank oder verletzt ist. Das macht Sinn. Ich habe ein paar Fragen dazu, wie man sie anruft und was man sagen soll. Sicher, Liam. Ich helfe dir gerne. In unserem Land rufen wir den Notruf unter der Nummer 112 an. Diese Nummer ist kostenlos und du kannst sie von jedem Telefon aus anrufen. Das ist leicht zu merken. Aber was sagst du, wenn du anrufst? Wenn du 112 anrufst, solltest du klar und ruhig sprechen. Zuerst nenne dem Operator deinen Namen und wo du bist. Dann erkläre, was der Notfall ist. Kannst du mir ein Beispiel geben? Ja, hier ist ein Beispiel. Du könntest sagen, Hallo, mein Name ist Emma. Ich bin in der Hauptstraße 123. Es brennt in meinem Haus. Das ist klar. Was passiert als nächstes? Der Operator wird dir Fragen stellen, um mehr Informationen zu erhalten. Er könnte fragen, ist jemand verletzt? Oder wie groß ist das Feuer? Ich verstehe. Es ist wichtig, diese Fragen ehrlich und klar zu beantworten. Genau. Du solltest in der Leitung bleiben, bis der Operator dir sagt, dass es in Ordnung ist, aufzulegen. Er könnte dir Ratschläge geben, was du tun sollst, während du auf Hilfe wartest. Was ist, wenn ich einen Autounfall sehe? Wenn du einen Autounfall siehst, rufst du ebenfalls 112 an. Du kannst sagen, Hallo, mein Name ist Liam. Ich bin an der Ecke 2, Straße und Park Avenue. Es gab einen Autounfall. Ich sehe 2 Autos und einige Personen, die verletzt aussehen. Das ist sehr hilfreich. Ich kann mir viele Situationen vorstellen, in denen ich Hilfe anfordern müsste. Ja, und es ist immer besser anzurufen, selbst wenn du dir nicht sicher bist. Die Notdienste helfen dir zu entscheiden, was zu tun ist. Was ist, wenn jemand sehr krank ist? Wenn jemand sehr krank ist und sofortige Hilfe benötigt, rufst du 112 an. Du könntest sagen, Hallo, mein Name ist Emma. Ich bin in der Elmstraße 406 und 50. Mein Freund ist bewusstlos und atmet nicht. Das klingt sehr ernst. Ich hoffe, ich muss nie diesen Anruf tätigen. Das hoffe ich auch, aber es ist gut zu wissen, was man in einem Notfall tun sollte. Gibt es andere Nummern für den Notruf? In unserem Land ist 112 die Hauptnotrufnummer. In einigen Orten kannst du auch 911 für Polizeihilfe oder 999 für Feuerwehr und Rettungsdienste anrufen. Das werde ich mir merken. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ja, wenn du den Notruf anrufst, versuche ruhig zu bleiben. Sprich langsam und deutlich. Nenne deinen Namen, deinen Standort und eine kurze Beschreibung des Notfalls. Das ist sehr wichtig. Ich gerate in stressigen Situationen manchmal in Panik. Es ist normal, sich ängstlich zu fühlen, aber zu üben, was man sagen soll, kann dir helfen, ruhig zu bleiben. Können wir ein wenig üben?
Natürlich, Liam. Lass uns so tun, als würdest du 112 anrufen, weil du ein Feuer siehst. Okay, ich werde es versuchen. Hallo, mein Name ist Liam. Ich bin in der Ahornstraße 789. Es brennt im Gebäude nebenan. Gut gemacht, Liam. Jetzt beantworte ein paar Fragen. Der Operator könnte fragen, ist jemand verletzt? Ich werde sagen, ich weiß es nicht. Ich sehe Rauch und einige Leute draußen. Sehr gut. Und was, wenn Sie fragen, wie groß ist das Feuer? Ich werde sagen, das Feuer sieht klein aus, aber es wird größer. Ausgezeichnet. Du übst sehr gut. Danke, Emma. Ich fühle mich jetzt sicherer. Ich freue mich, dir helfen zu können. Denk daran, im Notfall sofort Hilfe zu rufen und klare Informationen zu geben. Das werde ich mir merken. Ich hoffe, ich muss dieses Wissen nie anwenden, aber es ist gut zu wissen, was zu tun ist. Ja, es ist besser vorbereitet zu sein. Du kannst sogar üben, indem du aufschreibst, was du in verschiedenen Notfällen sagen würdest. Das ist eine gute Idee. Ich werde versuchen, ein paar Beispiele zu Hause aufzuschreiben. Wenn du später Fragen hast, kannst du mich jederzeit fragen. Es ist gut zu wissen, dass der Notruf auf viele Arten helfen kann. Ja, sie sind darauf trainiert, in allen Arten von Notfällen zu helfen. Und sie kommen schnell, um dir zu helfen. Hast du persönliche Erfahrungen mit dem Notruf? Ja, einmal hatte ich einen kleinen Unfall zu Hause. Ich habe mir den Finger geschnitten und es hat stark geblutet. Ich habe 112 angerufen, um Hilfe zu bitten. Der Operator hat mir gesagt, ruhig zu bleiben und ein sauberes Tuch aufzulegen, um die Blutung zu stoppen, bis der Rettungsdienst ankam. Das klingt beängstigend, aber es ist gut, dass du wusstest, was zu tun ist. Es war ein bisschen beängstigend, aber ich fühlte mich besser, weil ich um Hilfe gerufen habe. Der Rettungsdienst kam schnell und mir ging es gut. Ich freue mich, das zu hören. Es gibt mir mehr Selbstvertrauen, den Notruf zu wählen, falls ich jemals Hilfe brauche. Denk immer daran, dass es besser ist, anzurufen und um Hilfe zu bitten, als zu lange zu warten. Die Notdienste sind da, um dir zu helfen, auch wenn das Problem klein erscheint. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich habe das Gefühl, dass ich heute viel über den Notruf gelernt habe. Das freut mich zu hören. Möchtest du noch einmal wiederholen, was wir besprochen haben? Ja, bitte. Kannst du mich an die Nummer erinnern, die ich anrufen soll? Die Nummer, die du anrufen solltest, ist 112. Du kannst diese Nummer für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste anrufen. Und was sage ich, wenn ich anrufe? Du nennst deinen Namen, wo du bist und was der Notfall ist. Zum Beispiel: Hallo, mein Name ist Liam. Ich bin in der Hauptstraße 123. Es brennt. Das ist einfach. Das werde ich üben. Denk daran, in der Leitung zu bleiben und alle Fragen zu beantworten. Sprich langsam und deutlich. Ich werde versuchen, all das zu merken. Danke, Emma. Du hast mir heute so viel beigebracht. Gern geschehen, Liam. Ich freue mich, dass wir über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Es ist gut, auf Notfälle vorbereitet zu sein. Ich fühle mich jetzt sicherer. Ich weiß, was ich tun muss, wenn ich jemals um Hilfe rufen muss. Das ist das beste Ergebnis. Ich hoffe, du musst dieses Wissen nie anwenden, aber es ist sehr wichtig zu wissen, was in einem Notfall zu tun ist. Ich stimme zu. Ich werde üben, 112 in Gedanken anzurufen, damit ich ruhig bleiben kann, falls ich jemals anrufen muss. Das ist eine großartige Idee. Du kannst sogar ein Skript schreiben und es laut üben.
Das werde ich tun, wenn ich nach Hause komme. Danke für die Lektion heute. Gern geschehen, Liam. Ich bin immer hier, um dir zu helfen, dein Deutsch zu üben und neue Dinge zu lernen. Ich schätze das sehr. Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag mehr lerne. Das freut mich zu hören. Denk daran, dass das Üben der deutschen Sprache und das Lernen über wichtige Themen dich selbstbewusster macht. Ja, und ich werde weiter üben. Ich werde meiner Familie und meinen Freunden erzählen, was ich heute gelernt habe. Das ist sehr gut. Es ist wichtig, Wissen zu teilen, damit mehr Menschen auf Notfälle vorbereitet sind. Ich werde die Notrufnummer und das, was man sagt, wenn man anruft, weitergeben. Danke nochmals, Emma. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Gern geschehen, Liam. Ich freue mich auch auf unser nächstes Übungsgespräch. Hab einen schönen Tag und denk daran, sicher zu bleiben. Danke, Emma. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Liam. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen, Emma. Danke für die Lektion. Großartige Arbeit beim Üben von Deutsch mit uns heute. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.